Hallo zusammen. Wir beraten ja zu über 20 verschiedenen Wegen, eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben. Und dabei sind natürlich die Pässe aus der Karibik oder aus Sierra Leone besonders beliebt. Aber jetzt gibt es da ein Problem. Die USA haben nämlich genau diese beliebten Zweitpassländer, also einige Karibikstaaten und auch Sierra Leone, auf eine schwarze Liste gesetzt, also eine Travel-Ban-Liste. Und seitdem bekomme ich fast jeden Tag dieselbe besorgte Frage: Ist mein Zweitpass aus der Karibik oder aus Sierra Leone jetzt plötzlich wertlos? Lass mich dir in diesem Video 3 zentrale Fragen beantworten, die jetzt viele stellen. Erstens: Warum hat die USA überhaupt die Länder auf eine Travel-Ban-Liste gesetzt? Zweitens: Warum ist der Bann nicht der Grund, warum wir zum Beispiel von Karibikpässen aktuell abraten, sondern da gibt es ganz andere Gründe, weshalb wir andere Pässe empfehlen? Und drittens: Warum darfst du trotz Karibikpass oder Sierra Leone Pass und trotz diesem Travel-Ban ohne Probleme weiter in die USA reisen? Also kein Grund zur Panik. Die Antwort auf die dritte Frage ist vielleicht eine Überraschung für dich. Ein kleiner Spoiler jetzt schon mal, wir gehen nachher noch mehr ins Detail. Also im offiziellen Text der US-Regierung versteckt sich ein kleiner, aber absolut entscheidender Satz. Da steht nämlich: Wer eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, ist vom Bann ausgenommen, solange er oder sie mit dem Pass eines Landes reist, das nicht auf der schwarzen Liste steht. Und genau das ist der Knackpunkt. Denn wenn du mit deinem deutschen Pass in die USA fliegst, und das wirst du ja wahrscheinlich tun, kann dir dieser Bann komplett egal sein. Also die USA interessiert deinen Zweitpass nicht, egal auf welcher Bannliste er heute steht oder künftig stehen wird. Es ist wirklich völlig egal. Kurz noch in eigener Sache. Wenn du beim Thema Zweitpass, Golden Visa, internationale Bankkonten irgendwie festhängst, obwohl du schon so viel Infos konsumiert hast, vielleicht stundenlang mit ChatGPT geplaudert hast oder hunderte von Videos gesehen hast. Ich denke, dann ist es vielleicht jetzt die Zeit für den nächsten Schritt. Also wir laden dich zu einem unserer Workshops oder Plan-B-Reisen ein. Georgien, Serbien, Sansibar, Zürich, Irland, die Philippinen oder Texas jetzt. Also wir machen dort ja keine reine Infoveranstaltung. Vor Ort setzen wir an den meisten Orten ja schon konkrete Schritte um. Einige unserer Teilnehmer eröffnen dann direkt vor Ort ein Konto, beantragen die Residenz, gründen eine Firma, recherchieren vielleicht die Immobilie zum Kaufen oder zum Mieten für den künftigen Plan B. Aber der eigentliche Mehrwert, der liegt bei unseren Workshops oder bei unseren Plan B-Reisen ja daran, mal ein paar Tage mit Gleichgesinnten im persönlichen Erfahrungsaustausch zu verbringen oder in Gesprächen, die man so online einfach nicht führen kann. Besonders intensiv ist unser Workshop in Sansibar übrigens, also einer der schönsten Orte, weil hier verbindest du ja strategische Planung mit einer Umgebung, die dir zeigt, wie ein echtes Plan B-Land aussehen könnte, weil du lernst da eine ganze Menge von Auswanderern kennen, die sich schon für so einen Ort entschieden haben. Viele von denen, die übrigens dort wohnen, haben in ihrem Portfolio, in ihrem Plan-B-Konzept auch mehrere Länder, haben vielleicht auch mal das eine oder andere schon aufgegeben, sind wieder zurückgekommen und so weiter und so fort. Also ein fantastischer Ort oder generell eben so ein Workshop oder eine Plan-B-Reise, eine fantastische Gelegenheit, mal wirklich tiefergehende Fragen auch mit Experten, die was schon umgesetzt haben, dann zu besprechen. Und naja, wenn du das nicht erwarten kannst oder lieber erstmal noch mehr studieren willst, gibt es auch was ganz Neues noch. Und zwar im April, am 4.4. startet unsere Passport Masterclass. Da gibt es monatlich 2 neue Videolektionen und es gibt eine Live-Session mit mir und mit anderen Experten. Und das Ideale ist bei der Masterclass im Gegensatz jetzt zum YouTube-Kanal, dass alte, überholte Informationen rauskommen und immer wieder aktualisiert werden. Das heißt, das Wissen in der Masterclass ist immer up to date. Du hast einige E-Books, die du dort sehen kannst. Du hast Recherchetools, die wir so nicht auf der Webseite haben und bekommst eigentlich so gute Antworten zu deinen Fragen rund um Zweitpass, Golden Visas, Namensänderung, wie reise ich mit dem Pass, mit welchem Zweitpass kann ich vielleicht wirklich Konten eröffnen, Golden Visas ergänzen und so weiter und so fort. All das in der Masterclass. Naja, und wenn es noch schneller gehen soll, dann kannst du natürlich jederzeit ein Beratungsgespräch mit mir oder mit Sebastian buchen. Dann freue ich mich in jedem Fall, dich da kennenzulernen, sei es auf einem Workshop, einer Plan-B-Reise oder bei einer persönlichen Beratung. Zurück zum Thema Travel Ban und Zweitpass.
Ich will dir ganz kurz von Mario eine Geschichte erzählen, also von einem unserer Mandanten. Die zeigt einfach, wie schnell man sich selber unter Druck setzt und wie man eventuell auch das ganze Thema Zweitpass falsch angehen kann. Also Mario, der hat sich ja anfangs für Vanuatu entschieden. Das ist jetzt ungefähr 8 Monate her. Und naja, Vanuatu, Zweitpass, das klingt exotisch. Er hat dann relativ schnell für sich entschieden, dass es doch eine falsche Wahl war für Vanuatu. Zu weit entfernt, schwer zu erreichen, Hochrisikogebiet, da gibt es ja Vulkane, aktive, Taifun, Tsunami-Gefahr, Erdbebengefahr und. Also er konnte irgendwann dann nachts nicht mehr richtig schlafen, weil er sich einfach vorgestellt hat, dass er vielleicht im schlimmsten Plan B-Fall dann nach Vanuatu reisen und dort dann sein muss. Jedenfalls hat es für ihn nicht mehr gepasst. Er ist dann umgeschwenkt auf Sierra Leone. Für ihn war das eine rationale Entscheidung, von Vanuatu auf Sierra Leone um zu entscheiden, weil ihn begeistert hat, Sierra Leone ist ein Festlandpass. Das heißt, du kannst nach Sierra Leone ja mit dem Auto im schlimmsten Fall ausreisen aus der Europäischen Union, weil du kannst den Pass zeigen und sagen, also hier, ich will mit dem Auto jetzt nach Afrika fahren, aber bleibst dann von mir aus in Montenegro hängen, weil es kommt ja niemand mit und kontrolliert, ob du wirklich an deinen Zielort ankommst. Das war für ihn eine Überlegung und natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis hat ihn begeistert, aber er war immer noch nicht am Ende seiner Entscheidung angekommen, weil er dann ganz schön unter Druck kam von seinen Freunden. Also seine Freunde: „Ey, Mario, bist du verrückt? Das ist Afrika, das ist ein armes Land, Blutdiamanten. Hast du mal gegoogelt, Sierra Leone und das hat doch kein Renommee, der Pass“ und so weiter und so fort. Und dann rief er mich wieder an und sagt: „Ich will jetzt doch einen Karibikpass.“ Und dann haben wir uns angeschaut, Antigua, Dominica, St. Lucia, St. Kitts, Nevis, also alles, was wir so im Portfolio haben. Und er hat sich dann, weil er dachte, es klingt ja viel besser und es hat ein besseres Renommee, hatte sich dann jedenfalls für einen Karibikpass entschieden. 2 Wochen später, jetzt erst vor Kurzem, dann der Travel Ban. Und wieder hatte ich ihn am Telefon, ne, und sagte: Was ist jetzt? Jetzt ist die Karibik auf der Blacklist und war das doch eine falsche Entscheidung?“ Mario hat gelernt, nach diesem Hin und Her entscheiden, mal drüber nachzudenken, was der Zweitpass eigentlich wirklich für eine Bedeutung für ihn hat in seinem Plan-B-Konzept. Und wir haben ihm dann erklärt, wir haben gemeinsam noch mal 'n Beratungsgespräch gehabt, dass der Zweitpass eben kein zweiter Erstpass ist. Das ist ein Zweitpass. Und der Zweitpass muss nicht das leisten, was dein eigentliches, nennen wir es mal, Arbeitstier, nämlich dein deutscher Pass oder dein EU-Pass kann. Der Zweitpass ist nicht dazu da, einen Pass mit Renommee zu haben. Da hätte ich dann vielleicht lieber den Schweizer Pass oder Kanada-Pass oder ein ähnlich renommiertes Land. Das ist nicht der Zweck eines Zweitpasses. Es ist, kann man sagen, ein fundamentales Missverständnis, das viele machen auf der Suche nach einem guten Zweitpass. Deswegen hat sich Mario dann wieder umentschieden und ist jetzt wieder beim Sierra Leone Pass gelandet. Warum eigentlich, erkläre ich später noch, also was dann dabei der Hauptgrund war. Kommen wir nochmal zurück zum Travel Ban der USA und warum der Travel Ban, egal welchen Pass du schon hast oder vielleicht noch beantragen willst, dir eigentlich egal sein kann, wenn er denn käme oder wenn du ihn jetzt schon hättest auf deinem Zweitpass. Weil der US-Ban blockiert eben deine Einreise nicht, wenn du noch einen anderen Hauptpass hast. Die Presidential Proclamation hat eine ganz kristallklare Ausnahme, die ist da also extra aufgeführt und wir blenden den Link gerne hier mit ein, für Doppelstaatler. Der offizielle Text der US-Regierung sagt, ganz unmissverständlich, wer eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, der ist definitiv von Bann ausgenommen, solange er oder sie eben für die Einreise oder für die Beantragung des Visas den Pass benutzt, der nicht auf der schwarzen Liste steht. Das heißt ganz konkret für dich, du reist ja mit deinem deutschen Pass ein, beziehungsweise du beantragst ja online dein ESTA-Visa vorher schon und dein Zweitpass bleibt im Safe oder in der Tasche. Der Bann bezieht sich einzig und allein auf die Nationalität des Passes, mit dem du einreist oder eben versuchst, das Visum zu beantragen. Und dein deutscher Pass oder wenn du einen anderen EU-Pass hast, der ist eben davon nicht betroffen. Selbst wenn du, nehmen wir mal an, du hättest einen Botschaftstermin, weil vielleicht die ESTA-Beantragung bei dir nicht klappt. Selbst wenn du dort sagen würdest, du hast noch einen zweiten, dritten, vierten Pass, würde das absolut nichts für deine nächste USA-Reise negativ bedeuten. Aber, und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, Sierra Leone und die Karibik sind völlig
unterschiedliche Probleme oder es sind völlig unterschiedliche Ursachen, weshalb sie auf der Liste gelandet sind. Und das ist für dich vielleicht sehr, sehr wichtig, wenn du gerade noch überlegst oder beim Planen bist deines Plan-B-Konzeptes und überlegst, eine zweite Staatsbürgerschaft durch Investitionen zu erwerben. Also hör deswegen gut zu. Sierra Leone hat im Gegensatz zu den Karibikstaaten eher ein operatives Problem. Das heißt, es gibt eine ganze Menge von Sierra Leone-Bürgern, die nur diese Staatsbürgerschaft haben und die zum Beispiel als Studentenvisum beantragen oder ein Austauschvisum beantragen, in die USA einreisen und 35% von denen, die in die USA einreisen, aus Sierra Leone, verschwinden dann einfach, bleiben sozusagen schwarz in den USA und kommen nicht mehr zurück. Und das ist das, was eigentlich bei den USA die Verärgerung ausgelöst hat und verursacht, dass Sierra Leone auf der Travel-Ban-Liste ist. Das heißt, für jemanden, der nur den Sierra Leone-Pass hat, keinen anderen Pass, ist es momentan nicht möglich, ein Studentenvisum oder ein anderes Business-Visum für die USA zu beantragen. So, das ist aber operativ zu lösen von der Sierra Leone-Regierung. Die müssen nämlich nur die USA dabei unterstützen, Ersatzreisepapiere für Sierra Leone-Bürger auszustellen, wenn die Polizei sozusagen oder ICE in den USA jemanden aus Sierra Leone aufgreift, feststellt, das ist ein Sierra Leone-Bürger, jetzt wollen wir den wieder nach Sierra Leone zurückschaffen. Kooperation von der Regierung in Sierra Leone und sie sind wieder von der Blacklist runter. Das ist aber bei den Karibikstaaten schwieriger. Dort ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Karibikstaaten auf die Travel-Ban-Liste kommen, weil da ist es eher ein Systemfehler selbst. Also hier haben wir es mit einem strukturellen Problem zu tun. Der Fehler oder die Ursache bei den Karibikstaaten liegt generell am Citizenship by Investment Modell. Also die gekauften Staatsbürgerschaften mit dieser extrem niedrigen Ablehnungsquote und dieser aus Sicht der USA und übrigens auch der Europäischen Union zur laxen Prüfung. Das heißt, zu viele Menschen in den Karibikstaaten haben so einen Karibikpass bekommen, die eigentlich persona non grata in den USA oder der Europäischen Union sind. Also da gehören auch Bürger aus Russland, aus China oder aus dem Iran oder anderen sozusagen bösen Staaten dazu. Und das macht das Problem so essentiell. Und das macht es eben auch riskant für die Karibikstaaten in der Zukunft aus Sicht der EU den Schengen-Zugang und eben aus Sicht der USA eine vereinfachte Visabeantragung zu behalten. Übrigens kommt die größte Gefahr nicht mal aus den USA für die Karibikstaaten, sondern aus Brüssel, weil die EU-Kommission eigentlich die ganzen Karibikstaaten extrem auf dem Kieker hat. Also da kann man schon sagen, das ist keine lockere Empfehlung mehr, das ist eine verbindliche Forderung, das ist ganz unmissverständlich in den Papieren der EU-Kommission. Da könnte man sagen, das bedeutet eigentlich, was da drin steht, beendet eure CBI-Programme oder wir nehmen euch die Visafreiheit für den gesamten Schengen-Raum weg. Das ist also eine Drohung, die im bürokratischen Sprech versteckt ist. Pending the discontinuation ist eigentlich das, was da drin steht. Das heißt übersetzt, wir erwarten die Einstellung eurer CBI-Programme. Das würde dann eben mit einem Schlag alle EU-Staaten und den gesamten Schengen-Raum betreffen. Das wird momentan übrigens in Norwegen schon teilweise umgesetzt. Das heißt Norwegen, wenn ein Flugzeug in Norwegen landet und der norwegische Grenzschutz oder die Polizei weiß jetzt anhand der Fluggastdaten, da kommen Menschen mit karibischen Pässen, das steht ja, ist ja da entnehmbar, dann hast du halt die Situation, dass zwischen dem Gate und der eigentlichen Passkontrolle dann schon mal so über dem Gang einige Polizisten stehen und die Leute anhalten, sagen, zeigt eure Pässe und wenn du jetzt deinen Karibikpass zeigst, weil du damit einreisen wolltest, dann wirst du freundlich verhört, sagen wir einfach mal so. Und du bekommst direkt die Frage gestellt, haben Sie diesen Pass durch eine Spende oder durch ein Investment bekommen? Und wenn ja, kann es dir passieren, dass, und da haben wir immer häufige Fälle, die norwegische Polizei dich nicht einreisen lässt. Oder nicht Polizei, sondern halt Grenzkontrolle. Es sei denn, du hast ja noch eine andere Staatsbürgerschaft, die du zeigen kannst. Ne? Das ist also Praxis, obwohl offiziell ja Schengen-Zugang ist. Die Gefahr besteht einfach, dass das häufiger und auch in anderen Ländern passiert. So, warum ist die Europäische Union so hart? Weil sie eben in den gekauften Staatsbürgerschaften ein massives Sicherheitsrisiko sieht, eben viele Leute internationale Reisebeschränkungen mit diesen gekauften Pässen umgehen können. Das ist ein Problem, was eben andere Pässe, die du jetzt vielleicht als einen Pass mit schlechtem Renommee bezeichnen würdest, das Problem haben die nie, weil ein Pass,
der sowieso keinen Schengen-Zugang hat, der kann auch diesem Druck der Europäischen Kommission nicht ausgesetzt sein, ne? Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Die EU sagt da: „Ja, es gibt ja viele Personen, die ihre Identität verschleiern.“ Es war ja früher auch mal relativ einfach möglich, in den Karibikstaaten auch den Namen zu ändern. Die Ablehnungsquote bei CBI-Anträgen sind lächerlich niedrig, sagt die Europäische Kommission, oft unter 1%. Fast niemand, sagt die EU-Kommission, fast niemand, der diesen Pass hat, hat irgendeine Bindung zu irgendeinem dieser Karibikstaaten. Ist also kein echtes Verpflichtungssystem. Deswegen sieht die EU also ein Sicherheitsloch, das sie einfach nicht akzeptiert. Und naja, die Karibikstaaten versuchen da jetzt einiges nachzubessern schnell. Zum Beispiel dieses Jahr ja schnell eine Anwesenheitspflicht einzuführen. 30 Tage in 5 Jahren. St. Vincent, was jetzt möglicherweise neu dazukommen will, vielleicht sogar 30 Tage pro Jahr einführen. Man wird wahrscheinlich, wenn du dann Karibikpass hast, dich lebenslang weiter monitoren. Man wird alle Informationen über dich an die Europäische Kommission weiter, nicht an die Kommission, aber halt an die EU, entsprechende Departments dann weiterleiten und so weiter und so fort. Am CAS nimmt man ja eh schon teil. Also die Frage ist einfach, ob Karibikpässe da überhaupt noch gute Plan B-Pässe sind. Und es gibt ja auch immer mehr Banken, die dir einfach kein Konto mehr geben, aus den genannten Gründen, wenn du ein Konto mit einem Karibikpass eröffnen willst. Die Compliance-Anforderungen sind einfach zu hoch und es sind halt zu viel Pässe an Persona non grata ausgegeben worden. Und naja, wenn du jetzt so wie mein Mandant Mario, von dem ich zuerst erzählt habe, dich von deinen Freunden unter Druck setzen lässt und sagt, du brauchst einen Pass mit einem guten Renommee und denkst jetzt, die Karibikpässe hätten ein gutes Renommee, das mag in deinem Freundeskreis so sein, dass da, wenn du sagst, St. Kitts, St. Nevis oder Antigua, Barbuda, Grenada, aber bei Banken oder auch bei Staaten, wenn du dort dann vielleicht dein Residenz beantragen willst, haben leider die Karibikpässe eben überhaupt keine gute Reputation mehr, eben weil so viele Persona non grata diese Staatsbürgerschaft erworben haben, teilweise ihren Namen dann noch geändert haben und so weiter und so fort. Also das ist schon schwierig. Ne? Naja, wie gesagt, die Aufenthaltsverpflichtungen sind eben auch ganz hässlich. Also wenn du vielleicht künftig einen Monat pro Jahr dann in so einem Karibikland sein musst, wie gesagt, ein Monat in 5 Jahren ist jetzt relativ sicher, dass es für alle Karibikstaaten in diesem Jahr kommt. Du würdest jetzt deine Staatsbürgerschaft übrigens nicht verlieren, wenn du das nicht schaffst, also wenn du nicht anwesend bist, aber du bekommst halt den Pass nicht mehr verlängert und dann hast du zwar die Staatsbürgerschaft von einem Karibikstaat, aber kein Anrecht mehr auf den Reisepass. Und deswegen, das sind so die Gründe, weshalb wir momentan sagen, überlegt euch das gut. Wärst du jetzt zum Beispiel ein Segler, der viel in der Karibik rumsegelt, dann finde ich, ist ein Karibikpass ein absolutes Muss. Ne? Sollst du unbedingt haben, weil du kannst ja vereinfacht dann überall einreisen. Es gibt einige andere Gründe noch, die wir oftmals im Beratungsgespräch rausfinden, sagen, dieser oder jener Mandant, für den ist der Karibikpass die beste Entscheidung. Aber bei vielen Mandanten im Beratungsgespräch kommen wir dann doch auf einen ganz anderen Pass, der passt, sozusagen. Und wie gesagt, der strategische Wert eines Zweitpasses, den muss man eben erstmal verstehen. Also es geht eben nicht ums Reisen. Es geht nicht um das Renommee. Es geht nicht darum, dass man den Pass allen zeigt. Hier, guck mal, mein Zweitpass, sondern das ist ja so, als würdest du den Code deiner Alarmanlage in irgendeiner Art und Weise vielleicht dann irgendwo bei dir am Klebezettel an die Wand heften. Der Zweitpass ist dein Plan B. Und der Zweitpass ist nicht zum Reisen da. Dafür hast du schon einen der besten Pässe der Welt, nämlich deinen deutschen Pass oder einen anderen EU-Pass. Der Zweitpass, der ist eigentlich dein Tool, ihn zu nehmen. Vielleicht hast du da schon interessante Länder. Also gerade beim Sierra Leone-Pass hast du ja, der Pass gilt ja in 15 Ländern, ähnlich wie dein deutscher Pass in allen 27 EU-Staaten gilt. Gilt ja der Sierra Leone-Pass in 15 Ländern. Du kannst in 15 Ländern so lange leben, wie du willst. Firmen gründen, Land kaufen, alles machen, Bankkonten eröffnen. Aber jetzt machen wir eben mit dem Zweitpass noch Folgendes. Das heißt, wir ergänzen jetzt Golden Visa von Ländern, wo du wirklich lange leben willst. Und damit hast du dann eben in 1, 2, 3, 4 Ländern, Mexiko, Philippinen, Georgien, Serbien, wenn du es näher willst, oder Tansania, schöne afrikanische Länder, oder Thailand, oder was auch immer dir vielleicht gefällt, das finden wir ja gemeinsam raus. Und die Langzeit, die Dauervisa, die Golden Visa für diese Länder, die kommen eben jetzt nicht in deinen deutschen Pass, sondern die kommen in den
Zum Beispiel Sierra Leone Pass oder auch Vanuatu Pass oder Karibik Pass, was auch immer du dich entscheidest, ne? Aber das ist sozusagen dein Werkzeug für den dauerhaften Aufenthalt und da bist du dann sozusagen komplett inkognito unterwegs. Du bist im anderen Land nicht als deutscher Staatsbürger, brauchst keine konsularischen Dienste von der deutschen Botschaft, sondern bist dort eigentlich wirklich in deiner 100%igen Freiheit und Privatsphäre. Du kannst mit dem Zweitpass Firmen gründen, kannst deinen Namen vielleicht ändern, dann noch eine Firma mit einem anderen Namen ändern, falls du eine Namensänderung wählst. Aber auch da sollte man sich gut überlegen. Übrigens, da bieten wir auch extra Beratung dafür an, beziehungsweise habe ich auch ein E-Book, was du gerne bei mir bestellen kannst zum Thema Namensänderung. Das ist auch kostenfrei oder in der Passport Masterclass erklären wir das sehr, sehr deutlich im Detail. Das sind also so wichtige Überlegungen und deswegen, wenn du nochmal an Mario denkst, an meinen Mandanten, der sich ja schließlich für Sierra Leone entschieden hat, ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar ist immer die Frage, wen will ich denn in mein Passpaket mit inkludieren? Was soll alles mitkommen? Bei Mario war es so, er hat dann einen Geschäftspartner noch mit reingenommen. Und das ist ja was ganz Besonderes, das gibt es auch nur bei Sierra Leone. Wenn du also da noch einen Geschäftspartner mit integrierst in deinen Passantrag, kannst du die Kosten für deinen Pass auf 75.000 Euro senken, ne? 85.000 Dollar ungefähr. Macht ungefähr 75.000 Euro oder weniger zurzeit. Er hat dann noch seine Schwester mit ihren Kindern mit reingenommen, also seine Schwester mit 2 Kindern. Mario ist zweimal verheiratet. Er hat seine erste Frau mit dem ersten Kind, mit seiner ersten Frau und seine aktuelle Frau mit allen Kindern mit integriert. Auch das geht nur in Sierra Leone, also echte Flexibilität. Und wie gesagt, das ist immer entscheidend, ne? Also kann ich alle mitnehmen im Krisen- und Panikfall sozusagen. Das muss man alles sich genau durchreden. Wir haben dafür ein schönes Tool. Das gibt es ab April nicht mehr offen zugänglich, aber jetzt noch für eine kurze Zeit, so in einer Testphase, kannst du gerne den Link bei uns erfragen. Ab April gibt es das nur noch in Verbindung mit der Masterclass, Passport Masterclass. Aber wenn du mal probieren willst, da kannst du also deine Daten eingeben und selber ausrechnen und siehst eine Liste, welcher Pass bringt mir welche Möglichkeiten. Und wenn ich folgende Person mitnehme, was kostet das eigentlich? Schreib mir einfach eine E-Mail, dann bekommst du den Link. Würde mich freuen, wenn du gerne auch deine Kritik dazu äußerst, zu dem kleinen Rechen- und Vergleichstool, was wir da programmieren lassen haben. Ja, als Dankeschön, wie gesagt, ein Feedback von dir, würde ich mich sehr freuen. Fazit und Handlungsempfehlung. Also es gibt keinen Grund zur Panik wegen Travelban durch die USA. Egal, ob du jetzt schon einen Karibik-Pass hast, ob du einen Vanuatu-Pass hättest oder einen Sierra Leone-Pass hast. Kein Grund zur Panik, nicht heute, nicht morgen. Wenn du da auf eine Travelban-Liste landen würdest, theoretisch, landest du ja eigentlich nicht, wenn du noch deinen anderen EU-Pass hast. Kannst du also durchatmen. Aber die große Erkenntnis ist, es ist eigentlich ein Weckruf. Es zeigt, wie entscheidend es ist, eben langfristig zu denken. Und wenn du, wie gesagt, tiefgehendes Verständnis brauchst zum ganzen Thema, welcher Pass passt am besten zu mir, vielleicht wäre die Masterclass, Passport eine schöne Lösung für dich. Oder ansonsten gerne auch im persönlichen Beratungsgespräch. Oder wir sehen uns bei einem der nächsten Workshops. Dann können wir das Ganze am Rand auch immer mal mit durchgehen. Das ist eine schöne Sache. Also ein Workshop und Plan-B-Reise kostet natürlich auch ein bisschen Geld, aber du bekommst dort teilweise ja mehr als nur ein Beratungsgespräch sozusagen on top mit, weil wir verbringen ja meistens noch am Nachmittag ein bisschen Zeit oder am Abend ein bisschen Zeit beim Glas Wein, beim Bier, wie auch immer und können auch mal deinen speziellen Fall an einem wunderschönen Ort gemeinsam durchsprechen. Also, denk dran, der Wert liegt in der Strategie, nicht an der schönen Farbe des Passes oder an dem Renommee des Passes und denk an den Wert der kleinen Schritte. Ne? Vielleicht fängst du ja doch an, erstmal mit einem Konto im Ausland, vielleicht mit einer Residenz in Georgien oder Serbien, einfach um deinen Plan B auch in kleinen Schritten umzusetzen. Wir begleiten dich gerne. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis dahin, bleib fröhlich, bleib mutig. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.